Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Quintessenz. Mein Name ist Beatrice und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch bei der 3. Folge mit dabei bist, die ich heute live aus Zagreb, Kroatien aufnehme. Bin heute Morgen dort gelandet und ich besuche einen ganz, ganz besonderen Freund und lange nicht gesehen, aber es nützt ja alles nichts, denn vom Wollen alleine reden passiert ja gar nichts. Und da wären wir quasi auch schon beim Thema des heutigen Podcasts. Das ist nämlich, der eine will, der andere macht. Also ganz im Sinne von Quintessenz, das ist nämlich unser Motto, wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß, lehnt euch zurück und genießt es wieder mal. Ja, ich begrüße dich nochmal ganz, ganz herzlich. Ich sitze hier gerade in Zagreb in einem ganz tollen Hotel. Ich habe mir es ein bisschen gut gehen lassen und darf man ja zwischendurch auch mal sich einen kleinen Bonbon spendieren. War zwischendurch mal draußen, ein bisschen gelaufen, das Wetter ist ganz toll, ich habe was gegessen und dann war ich ein bisschen Wellnessen und jetzt ist es soweit, ich habe mich die ganze Zeit schon drauf gefreut, diesen Podcast aufzunehmen und ich entschuldige mich an erster Stelle, hier ist, ich bin mitten in der City, das heißt, es kann unter Umständen auch mal Verkehr im Hintergrund sein, ich habe mich also hier ein bisschen eingeschlossen und hoffe, dass hier also nicht die Aufnahme so ein bisschen gestört wird, wenn jemand draußen hupt. Ich bitte also um Entschuldigung und du möchtest wissen, wie du vom Wollen ins Handeln kommst. Das ist ein perfektes Beispiel im Sinne meiner Reise hierher, aber da komme ich gleich drauf. Wenn du beispielsweise, also es spielt keine Rolle, was du umsetzen möchtest, was du willst, denn sei es was Spezielles, ob du zum Beispiel eine Sprache lernen möchtest oder ein Instrument oder vielleicht möchtest du ja auch Töpfern lernen oder irgendetwas mit deinen Händen umsetzen, also meinetwegen stricken lernen oder so. Das kannst du in jedem Alter. Es spielt keine Rolle. Kannst du in jedem Alter. Möchtest du vielleicht auch deinen Beruf ändern oder du möchtest deine Angst überwinden und Bungee-Jumping springen oder du möchtest einen Marathon mitlaufen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du? Vielleicht möchtest du aber auch einfach an dir selber arbeiten und deine Angst hier überwinden, also in den Spiegel wieder schauen und dich mögen. Oder vielleicht besser ausgedrückt, dich lieben. Vielleicht möchtest du ja nach Jahren deinen Partner eigentlich mal sagen, dass du ihn liebst. Das ist eine innere Blockade, die dir irgendwie das verwehrt und kannst irgendwie nicht über deinen Schatten springen oder so. Sag ihm es einfach. Warum nicht? Oder es ist der Umgang vielleicht mit deiner Familie oder möchtest mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Raus aus der Opferhaltung. Es gibt keine Ausreden. Du möchtest etwas tun und du machst es nicht. Warum nicht? Ich bin hier in Zagreb, um einen ganz, ganz besonderen Freund, wie gesagt, zu besuchen. Und wir haben uns jahrelang mittlerweile, oh Gott, ich glaube, ich müsste überlegen, vielleicht 4 Jahre oder so nicht gesehen. Und eigentlich ist übrigens ein Müllwort, also streicht es aus eurem Kontext. Ich wollte die ganze Zeit schon ihn besuchen fahren, aber irgendwie hat es halt nicht geklappt, weil ich hatte keine Zeit und dann hatte ich hier Projekte und dann musste ich dahin und dann wollte ich das machen und dann war mir das irgendwie doch wichtiger, was anderes zu tun. Und irgendwie schlenderte dann die Zeit so dahin und plätscherte von einem Monat zum nächsten und von einem Jahr zum nächsten und irgendwie hat sich natürlich nichts ergeben, weil ich habe es ja nicht angepackt. Und vor kurzem war es dann so, dass ich dachte, bevor jetzt das eine oder andere passiert, ich buche jetzt einfach mal einen Flug. Gesagt, getan. Und ich habe also eine Entscheidung getroffen und habe es einfach gemacht. Und bupp, jetzt sitze ich hier und heute Abend werden wir uns erst sehen. Das macht aber nichts, denn ohne
irgendwas zu erwarten. Ich freue mich vom tiefsten Herzen, dass ich jetzt hier bin. Und ich weiß schon, dass ich nachher vor ihm stehen werde mit einem dicken, fetten Grinsen im Gesicht, weil es so schön ist und es ist so wichtig, Freunde zu haben und es auch zu teilen, weil es sind kleine Bonbons in deinem Leben. Also solltest du dich hier wiederfinden, nicht lange überlegen, einfach machen, weil man kommt nie wieder so jung zusammen wie heute. Und weil ich quasi das beste Beispiel manchmal bin, gebe ich euch einfach mal ein paar Tipps aus meinem eigenen Leben. Also momentan, unabhängig davon, dass ich gerade, wie gesagt, ein bisschen Wellnessen war, ich bin momentan so glücklich. Und ja, ich würde dir als ersten Schritt empfehlen, nicht der ganzen Welt zu erzählen, was du ändern möchtest oder was du machen möchtest oder was du umsetzen möchtest, was du lernen möchtest oder vielleicht was du verdienen möchtest, weil über Geld soll man ja nicht reden. Ganz, ganz viele. Ich bin auch teilweise manchmal so, dass ich mich so erwischt habe, dass ich das gemacht habe. Wie gesagt, okay, ich will mal das und das machen oder ich möchte das und das machen. Das sind leere Versprechungen. Das sind leere Versprechungen euch selbst gegenüber. Das ist das Wichtigste. Euch selbst gegenüber und das sind leere Aussagen euren Mitmenschen gegenüber. Stellt euch mal vor, ihr sagt, ihr macht jetzt das und das und ihr macht es nicht. Und einen Monat später seht ihr euch wieder und dann, ja, hast du schon begonnen? Nein, habe ich noch nicht, aber ich mache das noch. Naja, und ein Jahr später ist es immer noch nicht passiert und irgendwann ist das unglaubwürdig. Irgendwann ist es nicht mehr authentisch, weil das leere Versprechungen sind, vor allen Dingen dir selbst gegenüber. Also sag's am besten gar nicht, entweder du machst es dann nicht oder du sagst es und du setzt es dann auch um. Also behalte das ein oder andere vielleicht eine Weile länger für dich, bevor du es anderen erzählst und sei authentisch, sonst nimmt man dich einfach nicht mehr ernst, nicht mehr für voll und ja, wie gesagt, dir selber gegenüber, sei ehrlich zu dir und irgendwann verlierst du sonst dein Selbstvertrauen oder dein Selbstwertgefühl, weil du jahrelang etwas tun wolltest und es dann doch nicht gemacht hast. Naja, was denkt man dann von sich selber, wenn man dann irgendwie 10 Jahre später zurückdenkt? Ich wollte doch noch. Also, super gutes Beispiel, Reisen. Was ich sowieso allen wärmstens empfehlen kann. Ich bin jetzt hier in Zagreb und als ich alleine im Taxi saß vom Flughafen her zum Hotel, dann schaut man so raus, schaut sich die Umgebung an und die Häuser und die Menschen und kriegt neue Eindrücke und man sieht, wie das Leben hier ist und egal wo ihr auf der Welt hinfahrt, ob das Indien ist oder Asien oder Afrika oder jetzt muss ich selber über mich schmunzeln, nach Alaska, ab ins Kalte. Nicht mein Ding, aber viel Spaß dabei. Das sind Momente, die euch niemand nehmen kann und ihr macht Erfahrungen, die euch niemand mehr nehmen kann. Es lässt euren Mind öffnen, eure Gedanken, eure Empfindungen, eurem ganzen Spirit. Und der Dalai Lama zum Beispiel sagt ja, dass man mindestens einmal im Jahr an einem Ort sein soll, wo man noch nie gewesen ist. Und ich kann euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Packt einen kleinen Koffer, Zahnbürste, Socken und einen Schlüpfer und dann ab geht's, einfach los. Und die neuen Eindrücke und die neuen Perspektiven und einen anderen Blickwinkel zu kriegen, das ist einfach nur schön. Einfach nur schön. Und irgendwie habe ich mich jetzt ganz im Thema, ich bin ein bisschen abgeschwichen, aber es ist nicht schlimm. Es passt so perfekt gerade. Der zweite Schritt, den ich euch ans Herz lege, das ist die sogenannte 72-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist sie bedeutet, dass alles, was du dir vornimmst, du innerhalb von 72 Stunden beginnen solltest. Denn andernfalls sinkt die Chance, dass du deinen Vorsatz überhaupt umsetzt.
Das hat einen psychologischen Hintergrund und ich kann das nur bestätigen, es ist so viel Wahres dran, weil letztendlich geht es ja darum, dass du deinen eigenen inneren Schweinehund überwinden sollst. Und ja, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, mit Herzblut und einer Sache ganz, ganz verschrieben ist, also wenn du sowas fühlst in dir, dann gehst du ganz automatisch los, überlegst gar nicht so viel. Und manchmal kommen dann zwar Gedanken vielleicht so, mache ich das Richtige? Nein, dein Bauch, der sagt dir, ab durch die Mitte. Und ja, das ist der zweite Schritt, der ist super wichtig. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann folgt der dritte, ganz automatisch. Weitermachen. Einfach weitermachen. Das heißt, dranbleiben. Komm ins Handeln und auch wenn du hinfallen solltest, also wenn es mal schwer wird oder wenn du Selbstzweifel hast oder wenn die anderen sagen, oh Gott, was machst du denn da? Einfach weitermachen. Steh wieder auf, steh immer wieder auf. Es gibt ein ganz, ganz tolles Beispiel mit der Glühbirne, bei der Erfindung der Glühbirne. Also wenn man da einfach aufgehört hätte, Mann ist gut. Ich muss gerade selber wieder über mich schmunzeln. Ich meine natürlich Edison. Und ja, mein Bruder würde mich jetzt lynchen. Das heißt nicht Glühbirne, das heißt Glühlampe. Also wenn Edison nicht weitergemacht hätte, bei seinen ganzen Versuchen, die Glühbirne zum Glühen zu bringen, also die Glühlampe, Entschuldigung, dann würden wir heute keine Glühlampe haben, dann würde das einfach nicht funktionieren. Und er hat so viele Versuche gebraucht, ich glaube über 1000, bis es endlich funktioniert hat. Also es muss nicht alles perfekt sein. Trotzdem kannst du einfach loslegen. Und wenn du hinfällst, steh immer wieder auf. Also solltest du zwischendurch einen Grund haben, ja, okay, ich habe die Utensilien dafür noch nicht oder ich brauche das und ich müsste das und das noch vorbereiten oder Texte schreiben oder bestes Beispiel hier mein Herzensprojekt Quintessenz. Ich habe natürlich lange überlegt und ich habe viel recherchiert, ich habe viel vorbereitet, aber irgendwann kam der Moment, wo ich sagte, jetzt mache ich's. Ja, jetzt mache ich's. Jetzt gehe ich's an, jetzt packe ich's an und komme was wolle, ich gehe einfach mitten durch die Wand. Und ich nehme den Podcast hier mit meinem Touch-Handy auf. Ich bin eine von der Sorte oder von der Generation, die sehr spät damit angefangen hat, sich solch ein Telefon zuzulegen. Alle, die mich kennen, die wissen, was ich meine. Also fehlt eigentlich, und das sage ich jetzt ganz bewusst, ein spezielles Mikro dafür noch, ein externes, damit die Aufnahmen einfach besser sind. Und das habe ich momentan noch nicht. Das heißt, die ersten 3 Folgen nehme ich ohne dieses Mikrofon auf. Und manchmal hauche ich vielleicht auch so ein bisschen ins Mikro, was vielleicht ein bisschen unangenehm für euch klingt. Oder im Hintergrund sind Geräusche, das bitte ich zu verzeihen. Ich konnte einfach nicht länger warten. Ich musste anfangen. Ich musste einfach loslegen. Und das ist bestellt, das wird geliefert. Das heißt, schafft die Bedingungen, schaff dir deine Bedingungen, dass es dann früher oder später funktioniert. Es muss nicht alles vorbereitet sein und perfekt sein. Du musst einfach losgehen und es machen. Und wenn du den inneren Drang verspürst, also diese Leidenschaft, dein Herzblut, dann wirst du es realisieren. Also die äußeren Umstände kommen nach und nach dann sowieso. Du schaffst deine Bedingungen, die Utensilien, die kommen, schreibst deine Texte oder machst deine Vorbereitung, machst deine Termine, dann werden Kontakte geknüpft und du kommst einfach nach und nach immer mehr ins Fließen. Und dann ergeben sich auch automatisch neue Sachen, die du vielleicht gar nicht für möglich gehalten hättest und auf jeden Fall auf einmal steht jemand vor dir und du denkst, wow, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet oder oh, die Person kommt gerade genau im richtigen Zeitpunkt in mein Leben oder es passiert etwas mit dir, dass du einfach nur weiterfließt. Und dann, Achtung, wir sind jetzt
gleich bei dem 4. Schritt. In dieser Phase, und auch wenn du es geschafft hast, also wenn du es realisiert hast, dein Vorhaben, sei dankbar. Sei dankbar für den 1. Schritt, sei dankbar für den 2. Schritt und den 3. Also, geh das für dich innerlich einfach nochmal durch. Nun, wo du dein Ziel erreicht hast, sei es auch nur ein Zwischenziel oder sei es dein großer Traum, was auch immer du dir vorgenommen hast und es ist jetzt umgesetzt, nicht abheben. Das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, ist, dass du deine Füße vom Boden abheben lässt. Also behalte auf jeden Fall beide Beine fest auf dem Boden und mach dir nichts vor, mach den anderen nichts vor, sondern sei einfach nur von tiefer, echter Dankbarkeit erfüllt. Und das meine ich wirklich ganz, ganz ernst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dankbarkeit ist so ein wichtiger Schlüssel zur Erfüllung, genau zu dem. Und ja, genauso mache ich das halt jetzt auch gerade. Ich gehe einfach immer weiter und ich bin so dankbar und ich bin auch so dankbar, dass ich jetzt hier bin und dass ich heute Abend meinen Freund sehe und dass ich hier in diesem Hotel sein kann und dass ich dann einfach mir sage, verdammt, ich gebe das Geld aus und es ist nicht schlimm und es kommt sowieso wieder zurück und ich bin einfach nur voller Dankbarkeit. Also versuch das nachzuempfinden, wenn du an diesem Punkt bist, das ist ganz wichtig. Und ja, weil ich weiß, dass ich etwas tue, was meine Seele berührt, ist das so schön. Und selbst wenn der eine oder andere nicht mag, was ich hier sage oder welchen Weg ich gehe, das ist mir egal. Es gibt jemanden, der sagen würde, da bin ich total leidenschaftslos. Ja, ich bin es in diesem Fall auch, weil natürlich interessiert mich, was euch bewegt. Aber hey Leute, es gibt so viele negative Nachrichten auf der Welt. Ich möchte gerne das Positive herauskitzeln aus euch. Es gibt so viele schöne Sachen. Ich muss nicht jeden Tag vorm Fernseher sitzen und pünktlich um 20 Uhr die Nachrichten einschalten. Natürlich ist es wichtig und informativ zu wissen, was auf der Welt los ist. Aber jeden Tag zu sehen, wie grausam und wie schlimm einige sind, Dieses Projekt hier ist voller Liebe und voller Leidenschaft. Und es geht darum, alte, weise Menschen wieder zurück zu den Jüngeren zu bekommen. Und ich möchte das natürlich, also es ist nicht ganz uneigennützig, was ich hier mache. Ich möchte davon auch ganz viel lernen. Und es geht darum, das Positive in dem Leben zu sehen. Und das Positive in den Menschen zu sehen und zu gucken, wie haben die das gemacht? Ganz kurzen Ausriss wieder hier aus meinem Leben, ganz aktuell. Momentan, das gebe ich offen zu, ich stehe ja noch relativ am Anfang. Also nicht mit meinem Business. Das mache ich seit 2006 und es macht mir super Spaß. Ich bin sehr erfolgreich und habe halt das Glück, dass ich andere Unternehmen begleiten darf und beraten darf und betreuen darf. Und es macht mir, wie gesagt, super viel Spaß. Doch jetzt ist der Zeitpunkt, mein eigenes Projekt zu unterstützen und etwas für mich zu tun. Und genau das ist der Punkt. Ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen nach meinen Recherchen und habe zufälligerweise, es gibt ja keine Zufälle, einen Herrn ausfindig gemacht, der im April seinen 101. Geburtstag hatte. Und Mann, war ich aufgeregt. Erstmal habe ich mindestens eine Woche gebraucht, um ihn zu bekommen. Und er ist ja so viel unterwegs. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wie wird das wohl sein? Wird er mich gleich verstehen? Oder wer weiß, was er denkt? Wie wird es sein, mit ihm zu sprechen? Und ich war wirklich ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe es einfach gemacht und ich freue mich so wahnsinnig, ihn dann zu interviewen. Es wird noch diesen Monat sein. Also da, wo die Angst ist, geht der Weg lang. Einfach machen. Da sind wir wieder beim Titel. Der eine will, der andere macht. Mach es. Mach es. Und wo war ich gerade stehen geblieben? Jetzt muss ich erstmal meine Männleins da oben wieder zusammensortieren.
Ich schweife auch manchmal gerne ab, aber ich hoffe, dass ihr aus all dem, was ich hier sage und all dem, was ich euch rüberbringe, dass ihr einfach für euch das Wertvollste und das Schönste für euch mitnehmt, dass ihr das für euch behaltet und vielleicht in euren Alltag mit einbringen lasst oder ja, für euch einfach umsetzt. Und hör du einfach auf dein Herz. Und wenn du stolperst, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass du wachsen darfst. Das ist ein Zeichen für Wachstum. Also immer wieder aufstehen. Das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun und mit Mut für dich selber. Selbst wenn man ein kleines Kind ist und lernt gerade erst laufen und es stolpert. Ganz, ganz viele, die flitzen ja dann vor Angst und immer gleich hin. Oh, hast du dir wehgetan? Nein, der ist nur gestolpert und bupp, ist nicht schlimm, auf dem Hintern gefallen, steht wieder auf. Und dann tut man auch die kleinen Kinder motivieren, selbst wieder aufzustehen. Das ist ein ganz tolles Beispiel gerade. Also, wenn du stolperst, dann wachse, steh wieder auf und sei mutig, geh einfach weiter und lerne. Lernen ist ein ganz großer Aspekt dabei, weil sollte mal was schief gehen, dann ist das ein Zeichen, dass der Weg da nicht lang geht. Dann gibt einen anderen Weg. Die Wege sind nicht immer gleich und auch nicht immer einfach. Es gibt einen anderen alternativen Weg, der besser ist für dich. Also nicht zusammenfallen und deine Selbstzweifel wieder loslassen und einfach beiseite schieben. Und ja, ich fasse auch gerne diese 4 Punkte nochmal kurz für dich zusammen. Das ist also als allererstes der ganzen Welt nicht zu erzählen, was du so alles vorhast und auch nicht dir selber zu sagen, okay, ich mache das dann und dann mal, ich habe das und das vor. Das ist wie so ein Neujahrsvorsatz, das kennen ja alle von euch, oder? Du kennst das bestimmt auch, also wenn man sich zum Neujahr etwas vornimmt, okay, ich möchte jetzt abnehmen oder ich fange jetzt an mit Sport oder ich möchte das Buch lesen oder ich möchte jetzt einfach mal meine Freundin wiedersehen oder ich höre mit dem Rauchen auf. Das sind so ganz klassische Beispiele. Wenn man das dann innerhalb von den ersten 3 Monaten nicht macht, dann macht man es wahrscheinlich nie oder nur halbherzig oder was auch immer. Also wäre dann der zweite Schritt, 72-Stunden-Regel. 72-Stunden-Regel, ich sage es ganz bewusst nochmal. Treffe deine Entscheidung zum Umsetzen innerhalb von 72 Stunden und fange damit an. Egal, ob du fertig bist mit den ganzen Vorbereitungen oder was auch immer noch fehlt, machen. Der dritte Schritt ist einfach weitergehen. Bleib dran. Komm ins Handeln. Du bist hingefallen, steh wieder auf. Einfach weitermachen. Der 4. Schritt, und das ist ein ganz, ganz essentieller Schritt, Dankbarkeit. Sei dankbar. Sei dankbar dafür, dass du den ersten Schritt gegangen bist. Sei dafür dankbar, dass du Entscheidungen getroffen hast. Sei dafür dankbar, dass du nach 3 Malen hinfallen wieder aufgestanden bist. Sei dankbar für die Menschen, die um dich herum sind und die an dich glauben. Sei dankbar für die kleinen Dinge, die ab und zu passieren, die kleinen Zeichen, die dir entgegenkommen, wo du denkst, wow, kommt genau im richtigen Moment. Wow, oder ein Anruf oder irgendetwas, was dich beseelt und sagst, das fühlt sich gut an, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Sei dankbar dafür. Sei dankbar für jedes kleine Zeichen und dann kann es eigentlich nur noch gut werden. Also ich bin dankbar, dass du da bist, denn du bist was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube an deine innere Stimme, die dir sagt, okay, jetzt setze ich es um. Ich glaube daran, dass du einen kleinen Helden in dir hast und es auch umsetzen kannst und nicht aufgibst. Und ja, ich bin dankbar, dass du hier bei dem Podcast bist. Und wenn du magst, dann schreib mir einen Kommentar, verteile diese ganzen Informationen, folge mir auf Facebook oder
Schreib mir deine Fragen, dass ich das einfach mit in den Podcast einbinden kann. Und dann wäre ich dir noch dankbar, wenn du einfach mal in dich kehrst und überlegst, gibt es einen Menschen, ganz speziellen Menschen in meinem Leben, für den ich dankbar bin, der über 77 Jahre ist. Also, der kann auch gerne über 100 sein. Einen wirklich alten Menschen, der so viel Gutes getan hat, der sich so glücklich anfühlt und der dich in den Arm vielleicht nimmt oder dir Mut macht und sagt, ja, geh deinen Weg und hör auf dein Herz. Meinetwegen geht er vielleicht noch joggen oder bringt kleinen Kindern das Schwimmen bei oder läuft noch Marathon, weil sie so willig ist. Super, super Beispiel, Johanna Quast. Die Dame ist 84 und sowas von fit. Meine Güte, ziehe ich nur den Hut vor. Also meine Bitte ist an dich, schau mal in deinem näheren Umfeld, wen gibt es da, den man interviewen kann, der eine positive Lebenseinstellung hat, der glücklich ist, der fit ist, der diese ganzen tollen Sachen in sich trägt, den Schalk im Nacken hat oder das innere Lächeln im Alltag immer bei sich trägt, der den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen immer noch im Herzen hat. Also ja, das wäre ganz toll. Dann sag mir Bescheid, schreib mir eine E-Mail, stell einen Kontakt her. Dann werde ich ihn auf jeden Fall einladen, diese Person, und interviewen, und dann können wir alle von lernen. Können wir von den Elders lernen, von unseren Älteren, und das ist eine Quintessenz für uns alle. Also ja, in diesem Sinne, mit diesem ganz seligen Gefühl im Bauch, möchte ich dich heute hier loslassen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag noch und sei beseelt, glaub an dich. Und ja, der eine will, der andere macht. Alles, alles Liebe von Herzen. Deine Beatrice.